In diesem kurzen Video zeige ich die Alterung von Kunststoffmodellen mit Eisengranulat und Kupfersulfat. Dadurch sehen die Verfärbungen absolut authentisch aus und auch die Oberflächenstruktur ist haptisch real und dreidimensional. Eingesetzt wird dafür ein im Modellbahnhandel angebotenes Produkt. In der Anleitung des Anbieters steht, dass es sich am Ende um echten Rost handelt. Für den Nachbau einer Industrieanlage als H0-Modell nach dem Vorbild des Chemieparks in Dormagen werden Tanks benötigt. Das Ausgangsprodukt Naphtha wird dort in Hochtanks verschiedener Alterungszustände gelagert. Insbesondere am oberen Rand sind auffällige Verfärbungen zu finden. Auch die Produkte der Spaltung des Naphthas werden zur Lagerung wieder in Tanks überführt. An den Gaskesseln zeigt sich jedoch nicht der gleiche Rost wie bei den Naphtha-Tanks, sondern nur eine leichte Orangefärbung. Der komplette Aufbau der Modelle zur Erweiterung der Chemieanlage wird in einem späteren Video beschrieben. Hier geht es zunächst nur um das Altern der beiden Tanks. Der Naphtha-Tank wird aus dem Auhagen-Bausatz mit der Bezeichnung Erweiterung Tanklager aufgebaut. Er wird mit einem abgetönten Weiß deckend angestrichen. Wenn dabei durch den Farbauftrag etwas Struktur entsteht, ist das für die Optik durchaus hilfreich. Das Modell wird dann mit orangefarbener Pulverfarbe grundiert. Der Auftrag sollte ungleichmäßig durch Tupfen erfolgen. Sollte die Färbung zu intensiv sein, kann sie wieder abgewischt werden. Die Rostpatinierung erfolgt mit einem Set von Noch, das 2 Komponenten enthält. Eine Dispersion mit feinem Eisengranulat, genannt Eisengrund, und ein Oxidationsmedium mit Kupfersalzen und weiteren Komponenten. Hier ein Blick auf das Eisengranulat unter dem Mikroskop. Gibt man in das Oxidationsmedium mit einem Pinsel etwas Eisengrund, bildet sich relativ schnell eine violett gefärbte Aura. Ich kenne zwar die genauen Reaktionsabläufe nicht, vermute aber aufgrund der Zusammensetzung des Reaktionsmediums Folgendes. Die Kupfer-2-Ionen oxidieren das Eisen zu Eisen 2+, wobei das Kupfer mit roter Farbe elementar abgeschieden wird. Die Violettfärbung könnte auf der Überlagerung des roten Kupfers mit der blauen Kupfersulfatlösung oder der Bildung eines violetten Eisen-2-Hexaaminkomplexes beruhen. Neben der Bildung des elementaren Kupfers werden die Eisen-2-Ionen mit Luftsauerstoff zu Eisenoxid-Hydroxid oxidiert. Dies ist nichts anderes als die chemische Bezeichnung für Rost. Behandeln wir nun den Kunststofftank mit der Eisengranulatsuspension. Ein zu viel oder zu wenig kann später noch problemlos korrigiert werden. Nach Trocknung wird das Oxidationsmedium aufgetragen. Bereits nach einem Tag sieht man eine sehr schöne Farbgebung. Das Ergebnis wird mit mattem Klarlack fixiert. Der Vergleich mit dem Vorbild zeigt eine gute Übereinstimmung, auch wenn die Farbverläufe nach unten etwas stärker ausgeprägt sein könnten. Mit einer weiteren Behandlung ließe sich sicherlich noch ein besserer Effekt erzielen. Mit dieser Technik gelingt ein schöner Rosteffekt auch für einen Grobmotoriker ohne feinen Pinselstrich. Auch für das Altern von Waggons kann die Noch-Rostpatina eingesetzt werden. Zur Modellumsetzung des Gaskessels gibt es einen Kunststoffbausatz von Vollmar. Der komplette Aufbau wird in einem folgenden Video beschrieben. Hier geht es nun um die Alterung. Da beim Vorbild des Gaskessels im Chempark Dormagen nur leichter Flugrost zu sehen ist, erfolgt eine dezente Alterung mit Pulverfarbe. Nach der Fixierung mit mattem Klarlack wirkt die Einfärbung noch einmal deutlich reduziert. Auf diese Weise passt das Modell sehr gut zum Vorbild. Alles weitere zum Bau der Chemieanlage gibt es dann in Kürze in einem weiteren Video. Bis dahin.